Hallo zusammen, ihr Lieben. Lasst uns einen Blick in den Mai werfen. Was kriegen wir hier für Themen mit? Den Merkur mit dem Thema Kommunikation, Gedanken und Intellekt. Das erste Haus, es geht um das Erscheinungsbild, das Selbst, das Ego. Das erste Haus ist ein Element Feuerhaus. Natürlich sind da auch die Sternzeichen wieder Schütze und Löwe mit zu Hause. Also auch Feuerenergie. Es geht darum, dass es ein Monat ist, wo wir entweder Erfahrungen machen oder aus unseren Erfahrungen schöpfen. Und wir haben noch das sechste Haus dabei. Es geht um die Themen Gesundheit, Arbeit, Haustiere. Und das sechste Haus ist ein Haus des Elementes Erde, also Stier, Steinbock, Jungfrau. Unterm Deck haben wir noch die Venus mit dem kleinen Glück, der Schönheit und der Liebe. Und jetzt schauen wir ins Kartenblatt rein. Es geht gleich gut los mit den Blumen. Nachrichten, schöner Austausch, Geschenke von einem Amt oder auch für die Selbstständigen irgendwie etwas, was einen mitbringt. Möglicherweise hat man hier eine trennende Situation überwunden oder wir haben ja hier die Erfahrungen, man kann eine trennende Situation hinter sich lassen, sein Herz wieder öffnen. Ich habe hier schon so, dass das Herz einem aufzeigt, wo Sehnsüchte sind. Wir haben tatsächlich die Berufung, das hatten wir ja hier auch als Haus mit dabei, so liegen, dass sie vielleicht Klärungspotenzial hat, aber man sieht hier schöne Nachrichten, die aus der Stagnation rausbringen oder aus einer verstrickten Situation kommt man hier besser raus. Und ich habe tatsächlich auch, vielleicht möchte sich der ein oder andere selbstständig machen, hier guten Austausch und gute Möglichkeiten, unabhängig was zu arbeiten. Wir haben Situationen, die sehr viel Stress mitgebracht haben, entweder beim Thema Liebe, Beruf, Berufung, so liegen, dass man, guckt mal, ich finde das so witzig, ne? Hier haben wir Venus mit dem kleinen Glück der Liebe an sich und der Schönheit und hier ist die Kombination für, ich fühle mich wie neu verliebt, ich öffne mein Herz. Der ein oder andere könnte vielleicht auch einen Arbeitskollegen treffen, bei dem oder mit dem es funkt oder aus Freundschaft wird Liebe, sowas alles kann hier sein. Es ist ja auch so, dass man eine Situation, die anstrengend war oder mühsam auch, mehr klärt und wieder ins Vertrauen geht und einfach sagt, ich kann es so stehen lassen. Ne? Man lässt die Herausforderung hinter sich. Man hat eine Zeit, wo sich wieder positive Veränderungen zur Wunscherfüllung anzeigen. Das kann jetzt auch tatsächlich sein, dass ihr Menschen ins Leben kriegt, die euch sehr interessieren, die das Herz öffnen, dass ihr euch in euch selber wieder wohlfühlt, dass gute Freundschaften möglich sind, freundschaftliche Gespräche, dass sich das Beziehungsleben so entwickelt, wie man sich das vorstellt oder dass man aus einem Loch, das man da gehabt hat, auch wieder rauskommt. Man öffnet sich neu. Man lässt weg, was an sich sowieso nichts bringt. Das heißt, man hat die Erkenntnis dazu, dass man eben Sachen minimiert, die eher stagnierend sind und
sowieso nichts verändern, nur noch mehr Blockaden bringen. Hier ist eine Zeit, da verändert sich all das, womit wir nicht rechnen. Kann auch hier auf einem sehr schnellen Weg sein oder überraschend kommen von außen. Ne? Das ist das Überwinden einer sehr schwierigen Situation, auch in der Liebe oder in Beziehungsthemen oder im Bereich Freundschaft, Familie, sowas alles. Ne? Hier lösen sich auch große Themen, die mit der DNA zu tun haben oder die das Erbe deines Seins sind. Aus einem Schatten oder einem Blues-Thema in der Liebe oder einem Konflikt mit der Vergangenheit geht hier die Sonne auf. Es ist eine Zeit, wo alles, was sich einem in den Weg stellt, mehr in den Hintergrund rutscht. Wir haben hier die Blockade im Beziehungsleben, die sehr energieraubend war, jetzt hinter uns. Wir liegen im Haus des Buches. Es geht ja darum, neue Erfahrungen auch zu machen. Irgendwie hat man sich hier vielleicht auch für andere was gewünscht und auch das kann in Erfüllung gehen. Ne? Man fühlt sich wieder getragener, man arbeitet an den beruflichen Dingen, man geht in die Harmonie, vielleicht auch gerade mit den Partnern oder für manche sieht man hier etwas anrollen im partnerschaftlichen Bereich, was zunächst auch mal unverbindlich ist, aber dann auch interessant wird. Wow, das ist toll hier unten. Die Wege gehen raus, im Haus der Wege liegt das Außen mit drin. Das heißt, es ist jetzt nicht so die Zeit, wo wir groß entscheiden oder selber was auf den Weg bringen, sondern das, was hier anrollt, das ist von außen so gewollt. Das ist eine Zeit, wo man in die Veränderung geht. Und ich habe es jetzt so, dass es wirklich etwas ist, was A, neue finanzielle Möglichkeiten mitbringt, einen finanziellen Erfolg und B, wir haben die Glückskarte im Hause des Berufs, der Berufung drin. Auch hier sind Wandlungen, man geht einen anderen Weg, das Außen bringt Möglichkeiten mit. Hier ist auch das Ding so, dass man Zeiten überwindet, in denen man stark gezweifelt hat. In unserem eigenen Haus liegt die Geldkarte drin. Man hat irgendwie einen Verlust, den man ausbügelt. Und es gelingt einem hier wunderbar. Das Berufliche liegt hier so, dass es einen Erfolg mitbringt, das auf längere Zeit mit glücklichem Neubeginn zu sehen ist und Erweiterung. Ich sehe, dass einige auch im häuslichen Bereich sich neue Türen öffnen. Möglicherweise ändert man was im Umfeld oder man hat so Lust, etwas Erweiterung zu erfahren. An sich ist es ja so, ne, guck mal, wenn man das Buch für die Erfahrung nimmt, dann fällt uns das Thema hier raus und wir selber liegen im Haus des Buches drin. Ne? Es ist eine Zeit für ganz neue Erfahrungen. Ich habe für einige auch, dass sie so Weiterbildungen machen oder so kleinere Kurse, die sie dann beruflich sehr viel weiterbringen. Es kann auch für viele ein Beginn von einem neuen Lebenszyklus sein, der sehr viel Veränderung mitbringt. Ich denke gerade daran, alles neu macht der Mai. Ne? Passt hier unheimlich gut dazu. Wir schauen mal, welche Karte hier noch mitgeht. Und dann würde ich sagen, dürft ihr zum Schluss ein Krafttier wählen für eine Inspiration.
das Ding hier von Neuverliebtsein kann sich hier auch auswirken auf ein Herzensprojekt, auf eine Situation, die interessant ist. Ne? Man hat sowas dann wie Blut geleckt. Und wir haben das Thema Macht mit dabei. Und unterm Deck haben wir noch die Gelegenheit. Also hier kann schon sein, dass es ordentlich rauscht, dass es wie ein Donnerschlag kommt, dass man aufwacht, ja, dass man irgendetwas wieder sieht, wieder hört und dass sich daraus eben dann günstige Gelegenheiten entwickeln. Das Gewitter bringt ja einfach auch mit, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, dass wir unsere ganzen Sachen in die Hand nehmen können, dass wir handeln können, mutig sind, Stellung beziehen, dass wir tapfer sind und dass wir so das Gefühl haben, ja, ich bin voll der Held. Und hier ist auch sehr viel Energie, ne, die tiefere Emotionen nach oben holt und die wieder Vitalität und Stärke auch mitbringt. Die Karte ist wunderbar, denn sie sagt, dass die Geschenke des Universums auf uns warten und zu uns fließen wollen. Und die sagt auch, es gibt keinen konstanten Strom von Geschenken. Es kommt etwas, es geht etwas. Aber hier sieht man materielle und emotionale Geschenke. Und wir dürfen dankbar annehmen, damit unsere Belohnungen in Zukunft noch mehr werden. Wir lassen das so stehen. Ich lasse euch noch kleine Auswahlmöglichkeit. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald. So, hier bin ich wieder. Dabei belassen wir es, sucht euch eine Seite aus. Ich lege jetzt mal extra kein Steinchen dazu. Lassen wir die Intuition sprechen. Ich nehme diese Seite. Und wir drehen um. Ja, wir haben den Karpfen mit dem Sieg. Wir haben den angenehmen Brief. Und wir haben noch den Glücksfall, der uns erwartet. Ja, der angenehme Brief ist eigentlich eine kurze Zeitangabe, auch bis zu 7 Tage. Und es ist die Zeitangabe für den Frühling. Und es geht um gute Nachrichten, Kontakte. Es geht darum, dass man gut kommuniziert, dass man gute Finanzen hat, eine gute Buchführung. Und es gibt einfach auch neue Infos und inspirierende Kontakte an sich. Mit dem Karpfen ist es so, dass der uns sagt, dass das Leben uns lehrt, dass wir schicksalshafte Sachen oder Situationen überwinden können, dass wir jegliche Prüfungen bestehen können und dass wir einfach weitermachen sollen und nimmer müde voranschreiten. Hier ist eine Zeit, da werden Hindernisse überwunden, neue Erfahrungen können entstehen, man sieht das Ganze aus allen Perspektiven, man ist zielgerichtet, man bekommt viele Lösungen und man meistert seine Dinge ganz gut bis hin zum Erfolg auch. Ne? Man hat die Qualität, dass man etwas durchsetzen kann, dass man diszipliniert und ausdauernd einfach an seinem Glück arbeitet. Eine wunderbare Sache. Schauen wir uns die andere Seite an. Was habt ihr Schönes? Das Chamäleon. Ihr dürft mehr abgeben. Hier kann sein, dass man mal kurz auch das Gefühl hat, etwas kränkelt oder man ist nicht so fit. Oder es kann auch sein, dass da mal Sachen kaputt gehen, aber das ist nur eine ganz kurze Zeit.
Manchmal ist das auch so ein Mangel an Antrieb, aber ich glaube, es hat auch da was mit zu tun, dass ihr sehr viel Energien wahrnimmt und dass ihr eben vielleicht auch euch daran erschöpfen könntet. Ne? Also das heißt hier auch, grenze dich ab bei allem, was du wahrnimmst. Aber es ist so, dass man eine Zeit hat, wo man auch Mängel behebt, ne? Und sich dafür die Zeit nimmt. Es ist vielleicht so, dass man aus einer kleineren Durststrecke rauskommt und dass man einfach seine Energie ein bisschen anpasst. Ihr dürft mehr abgeben, einfach auch eurer Sorgen. Das ist auch eine Zeit, wo ihr genau beobachtet, wo ihr den Blick ganzheitlich entwickelt, wo ihr Energien versteht und wie sie funktionieren. Hier ist auch etwas, da möchte euer 7. Sinn sich noch ein bisschen mehr entfalten und eure Energien, eure eigenen feinen Energien wollen mehr gehört werden. Und es ist eine Zeit, wo man lernt, dass man sich mehr angebunden fühlt oder auch eingebunden in den ganzen Kosmos. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Mai. Ich drücke euch bis bald.